Hallo liebe Freunde, heute möchte ich euch einladen zu Höhen und Tiefen rund um unser Flöertal. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt beim Anschauen und vor allem später beim Selbstausprobieren. Den Ausgangspunkt unserer heutigen Wanderung erreichen wir ganz bequem mit der Erzgebirgsbahn, nämlich am Haltepunkt Floßmühle. Diesen verlassen wir. An der Straße angekommen, gehen wir wenige Schritte nach links und entdecken unten unter anderem ein Hinweisschild auf unser Schachdorf Borstendorf bzw. den Schachwanderweg, welchen man, wie ich euch bereits gezeigt habe, auch von hier gehen kann. Des Weiteren finden wir eine kleine Ansammlung historischer Relikte, unter anderem eine Tafel, welche an die Familie Schönherr erinnert. Die um ca. 1830 von C.G. Schönherr gegründete Papier- und Holzstofffabrik an der Floßmühle im Flöertal wurde 1945 enteignet. Ein Jahr später wurde als Reparationsleistung die Fabrik, das Wasserkraftwerk und das Sägewerk demontiert. Dereinst gab es hier unten im engen Tal lediglich Industrie. Die Arbeiter hatten teilweise weite Anmarschwege. Unter anderem deshalb kam Schönherr auf die Idee, in unmittelbarer Werksnähe Wohnungen zu bauen. Die langen Wege der Arbeiter entfielen, ergo war die Arbeitsleistung und damit die Arbeitseffektivität, welche diese bringen konnten, größer. Laufen wir los, stolpern wir leider von einer zur anderen, von Helmut Kohl prophezeiten blühenden Landschaften. Immerhin, das einstige Kontor steht noch heute und hat die Orgien der Treuhand immerhin baulich überlebt. Von den darauffolgenden Industrieanlagen ist rein gar nichts übrig. Wie erwähnt, befand sich hier zunächst eine Papier- und Holzstofffabrik. Später gehörten die Gebäude zum VEB Getreidewirtschaft Freiberg, Lager Borstendorf Floßmühle. Hier wurde Getreide eingelagert und getrocknet. Nach der sogenannten Wende begann die Blüte bis hin zum Verfall. Schließlich wurde im Oktober 2011 die Industriebrache abgerissen. Wer genau hinschaut, der findet immerhin noch einige Überreste. Wenigstens wird mittels Wasserkraft noch Strom erzeugt, aber das war es dann auch schon mit dem einstigen Industriestandort. Ein kleiner Trost, die Kunst hat hier einen Standort dafür erhalten. Im Rahmen eines deutsch-tschechischen Projekts wurden 2016 6 Betonbänke errichtet, welche zum Setzen einladen, außer natürlich bei diesem Wetter. Ergo schauen wir uns in Ruhe um und laufen lieber weiter. Und siehe, wer nicht auf Beton sitzen mag, es gibt auch die Möglichkeit, sich auf Holz an diesem kleinen Rastplatz niederzulassen. Allerdings kann man am anderen Flussufer bereits erkennen, die Kettensäge hatte vor kurzem hier Hochkonjunktur. Traurig dieser Anblick. Ähnlich traurig auch der Anblick der Reste der ehemaligen Getreidemühle, welche 1998 ebenfalls ihre Produktion einstellen musste. Selbst das wunderbare Bistro musste bedauerlicherweise seine gastlichen Pforten schließen. Einziger Lichtblick: das Gebäude selbst wird durch privaten Sitz als Wohnhaus genutzt. Und die Freunde des Schachspiels finden hier einen weiteren Bauern mit, wie wir das bereits vom Schachwanderweg gewohnt sind, interessanten Erklärungen. Folgen wir weiter der Straße, müssen wir mit Erstaunen feststellen, die gegenüberliegende Höhe, die sogenannte Goldene Höhe mit ihrem Fuchsturm, ist ebenfalls mehr als kahl. Welch frustrierender Anblick! Allerdings sind solche abgeholzten Wälder leider kein Zustand der Neuzeit. Wir tendieren nämlich sehr oft in der Verklärung der guten alten Zeit. Vor über 100 Jahren war der Anblick nämlich auch schon einmal so wie diese alten Aufnahmen aus den Jahren 1908 bzw. 1911 von der Goldenen Höhe herab auf die Floßmühle zeigen. Mit dem Bewuchs, wie wir ihn noch aus den 60er, 70er oder 80er Jahren kennen, wären solche Motive unmöglich gewesen. Besser macht es den Anblick zwar auch nicht, aber wir sollten aufhören, wie diese alten Ziegen und Esel dieses früher so zu verklären. Früher ist eben ein relativer Ausdruck. Über die ehemalige Schaukelbrücke und wem der Neubau 2004 letztlich zu verdanken ist, hatten wir bereits in einem früheren Film gesprochen und ich möchte mich nicht wiederholen. Wechseln wir also die Flussseite
und folgen die nächsten 100 Meter der Flöher flussaufwärts mit neuem Ziel Stolzenhain. Natürlich würde sich diese Stelle vortrefflich anbieten, über den Schnee vom letzten Jahr zu philosophieren. Aber der kahle Hang nahm mir die Lust zum Witzereisen. Ich glaube, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich den Fuchsturm unten vom Tal so deutlich sehen konnte. Noch trauriger ist es, wenn man die Fuchshöhle sucht oder gar dahin laufen möchte. Kein Kommentar. Wenden wir uns mit Grausen ab und genießen lieber den Anblick der Flöha. Etwa 100 Meter weiter kommen wir an eine uns bekannte Kreuzung. Geradeaus verläuft der Weg in die Schwarzmühle. Da wir diesen bereits mehrfach gegangen sind, biegen wir heute nach links ab, wie schon vorhin erwähnt, Richtung Stolzenhain. Auch wenn der knapp 13 Kilometer lange Weg ganz einfach und nicht zu verfehlen ist, stelle ich euch gern die Links von Komoot und Outdoor Active unten in die Beschreibung. Dort könnt ihr euch bei Bedarf die GPS-Daten herunterladen. Genießen wir noch die Faszination des Hahnbaches. Und dann geht es zunächst nach oben. Früher in meiner Kindheit war das einer unserer regelmäßigen Spaziergänge und ich fand den Berg damals ganz schön stramm. Allerdings muss ich heute als Erwachsener sagen, okay, ich kann es verstehen, wenn wir als Kinder hier hoch geschwitzt haben. Ganz ohne ist er wirklich nicht. An den ersten Häusern von Stolzenhain angekommen, ist man nämlich noch lange nicht oben. Wer aber möchte, der könnte theoretisch von hier ein weiteres Mal zur Schwarzmühle abbiegen. Wir laufen jedoch weiter den idyllischen Ortsteil von Wünschendorf, unser Stolzenhain, welches im Volksmund übrigens Hahn heißt, nach oben. Woher aber kommt der Name? Ich konnte es leider nicht herausfinden. Vielleicht weiß es jemand von euch? Ist der Ursprung des Namens am Ende der gleiche wie beim Hahn in Witschdorf? Darüber haben wir in einem früheren Film schon einmal gesprochen. Den ersten Teil von Stolzenhain haben wir inzwischen hinter uns gelassen und drehen wir uns um, dann bieten sich erste schöne Aussichten und mit jedem Meter werden diese schöner. Zum einen hinunter Richtung Flöhatal, beziehungsweise auf der anderen Seite in unser Schachdorf Borstendorf. Einige 100 Meter weiter oben dann dieses Bild. Im Tal liegt die eigentlich idyllische Schwarzmühle, wäre diese nicht zu kahl gesägt, und am Horizont der Scheffelsberg, welcher über Grünhainischem, unserem Dorf, der Engel thront. Auch wenn sich erneut eine Möglichkeit für den Abstieg hinunter in die Schwarzmühle bietet, so kraxeln wir weiter nach oben. Fürs Erste haben wir es geschafft. Wir sind am früheren Waldcafé Stolzenhain. Welch schöne und beliebte Gaststätte, zeitweise mit Pensionszimmer, war das dereinst. Hier war der Zielpunkt für Wanderer aus allen möglichen umliegenden Gemeinden. Leider. Auch dieses wundervolle Waldcafé überlebte nicht die Zeiten und musste schließen. Heute werden durch die im Gelände ansässige Holzmanufaktur wohl eher die Holzwürmer beköstigt. Am Waldrand gibt es erneut eine Möglichkeit, rechts nach unten zur Schwarzmühle zu gelangen. Wir gehen aber weiter nach links oben. Das einzige Manko der Tour ist euch sicher aufgefallen. Heute geht es über weite Strecken auf Asphalt. Bei den schönen Aussichten, hier zum Beispiel auf die uns bereits bekannte Augustusburg oder ungewohnt hinunter auf den Fuchsturm, ist mir der Straßenbelag nicht als Belastung bewusst geworden. Immer höher geht es und anders schön werden die Bilder. Von wo kann man beispielsweise auf die Kirche von Grünhainichen herabblicken? Bis wir das nächste Hinweisschild erreichen und lesen mit der 19-Hainer Talsperre unser neuestes Ziel. Zum Bornwald über Birnischen könnte man, wie ihr sehen könnt, theoretisch auch gehen. Wir steigen jedoch noch die letzten Meter für heute nach oben. Genießen von dort den letzten Ausblick über Grünhainichen hinweg Richtung Augustusburg-Chemnitz. Und jetzt
geht es mit uns langsam, aber sicher bergab. Wir bekommen das gegenüberliegende Lengefeld, Stichwort Kalkwerk, zu sehen und auf der anderen Seite Reifland, Lippersdorf hinweg in Grobrichtung Seida Osterzgebirge. Der vor uns liegende Ort ist Wünschendorf. Wenn ich die rechts liegende Jahnhalle so sehe, wenn diese sprechen könnte. Kennt sie von früher noch jemand von euch? Schreibt es doch in die Kommentare, ich bin echt neugierig. An der Augustusburger Straße angekommen, folgen wir dieser einige Meter nach links, durch dieses durchaus nicht verwunschene Wünschendorf und sehen, inzwischen ist selbst dem Schneemann die Luft ausgegangen. Bevor wir rechts in die schmale Straße Siedlung kurz vor der Bushaltestelle abbiegen, sollten wir je nach Jahreszeit noch einen schnellen Blick um selbige herumwerfen und finden die schöne Pyramide von Wünschendorf. Satt gesehen gehen wir die wenigen Schritte zurück und folgen der angenehm verträumten Siedlung bis an ihr Ende. Dort erhalten wir einen ersten Blick auf die Bungalow-Siedlung, welche zwischen Wünschendorf und der 19-Hainer Talsperre liegt, und gehen anschließend links den Weg nach unten bis zur Zufahrtsstraße zu besagter Bungalow-Siedlung. Wer gerade so viel schöne Wärme von der Sonne bekommt, der kann hier sogar Rast machen, denn obendrein sind wir hier auf der knappen Hälfte. Satt vom Picknick und dem Blick auf Lengefeld, die frühere Stadt des Leuchtenbaus, folgen wir weiter der Zufahrtsstraße Richtung Bungalow-Siedlung bzw. Talsperre. Der nächste knappe Kilometer ist ungemein entspannend und so gelangen wir schließlich zu Füßen der Staumauer der kleinen 19-Hainer Talsperre an. Euch kommt diese bekannt vor? Richtig. Auch hier sind wir bereits entlang gelaufen, als wir den Rapunzelturm gesucht haben. Selbstverständlich könnt ihr, wenn euch diese Runde zu kurz ist, hier auch noch einen großen oder kleinen Bogen schlagen, jeweils um eine oder beide Talsperren, auf dem 19-Hainer Rundweg. Wem das jedoch zu mühselig sein sollte, der gehe unterhalb der Staumauer nach oben und dort angekommen wieder einmal nach links. Am Wanderparkplatz bekommt ihr die nächste Möglichkeit zu variieren, nämlich rechts hoch nach Lengefeld oder beispielsweise zum Kalkwerk. Und wie ihr seht, selbst Radfahrer kommen hier auf ihre Kosten. Wir folgen jedoch weiter der Zufahrtsstraße für die Talsperre. Und da es hier lediglich den Verkehr zum Wanderparkplatz bzw. für die Talsperrenverwaltung gibt, müsst ihr euch auch keine Sorgen wegen möglichen Straßenverkehr machen. Er hält sich mehr als in Grenzen. Auf der Hälfte des Weges bis zu unserem nächsten Ziel Dammmühle finden wir mit diesem Feldweg, so wir möchten, eine weitere Möglichkeit, um nach oben nach Lengefeld zu gelangen. Wir gehen jedoch gemütlich unten im Tal des Lautenbaches weiter. Schließlich zeigen uns die Teiche auf der linken Seite an, wir haben es gleich geschafft. Wir sind an der Dammmühle angekommen, überqueren hier die Straße, nur leider. Auch hier befand sich einst eine sehr schöne Gaststätte, auch sie ist Geschichte. Deshalb gehen wir die wenigen Schritte an der Straße entlang Richtung Seifertmühle bzw. Bahnhof Reifland-Wünschendorf. Und am Feldweg mit der gelben Markierung biegen wir erneut rechts ab. Diesen Feldweg finde ich ausgesprochen angenehm, zumal wenn man wie heute den Sonnenschein genießen kann. Die Seifertmühle hat wirklich schon bessere Tage gesehen. Anfang 1900 als Sägewerk errichtet, zu DDR-Zeiten als Betriebsteil des VEB Gebäudebau Hallbach weitergeführt, kam, wem überrascht das jetzt,
1990 auch hier das scheinbare Ende. Auch wenn das ganze Anwesen nicht unbedingt einen blühenden Eindruck macht, ist immerhin inzwischen neues Leben eingezogen. Denn hier befindet sich jetzt die Bierfabrik. Allein wenn ich vorbeigelaufen bin, war immer geschlossen und kein Mensch zu sehen. Aber wer bessere Erfahrungen gemacht hat, der schreibe diese doch bitte unten in die Kommentare. An der Flöa angekommen, wechseln wir wieder die Flussseite. Wem die Füße wehtun, der kann die wenigen Meter bis zum Bahnhof Reifland-Wünschendorf gehen und von hier mit dem Zug zurückfahren. Oder ihr erinnert euch sicher, die tolle Gartenbahnanlage von Michael Marz, die Harzquerbahn in Miniatur anschauen. Alle anderen folgen mir nach links den Flöa-Talweg in Richtung Flossmühle. Wer regelmäßig meine Filme schaut, dem wird jetzt vieles bekannt vorkommen. Den ersten Abschnitt haben wir bereits gemeinsam ausprobiert, als wir mit Fernsicht gemütlich um Reifland spazieren waren. Damals sind wir hier rechts aus dem Wald gekommen. Als nächstes erreichen wir dieses schöne Bahnwärterhaus an der Vogelmühle unterhalb vom Röthenbacher Wald. Wer eine größere Wanderung machen möchte, der kann den Forstweg hochlaufen, den Höhenweg Borstendorf, kann den Schachwanderweg oder den Leninfelsen finden. Möglichkeiten haben wir hier erneut viele. Ich bleibe jedoch im Flöatal, gehe vorbei an der Vogelmühle, welche Ende des 19. Jahrhunderts als Holzschleifmühle, also Holzschleiferei, errichtet wurde. Ähnlich wie viele andere, denen wir auf früheren Wanderungen begegnet sind. 1962 stellte man jedoch den Betrieb ein, und das Objekt war bis zur Abwicklung der DDR ein beliebtes Kinderferienlager. Wer will, findet auch noch einen Rastplatz am Weg, um Picknick zu machen. Aber da es nicht mehr weit bis Flossmühle ist, erreichen wir bald den Standort der ehemaligen Queckschleiferei. Anglersruh ist sozusagen der Anfang vom Borstendorfer Ortsteil Flossmühle und nach reichlich 200 Metern erreichen wir unser Ziel, den Haltepunkt, und können gemütlich mit dem Zug zurückfahren.